Wann die erste Burganlage auf dem Felssporn erbaut wurde, ist nicht überliefert. Die architektonischen Merkmale dieser Überreste deuten auf einen Bau in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts hin. Wahrscheinlich erbaute ein Familienzweig der Herren von Rappoltstein die Burg als Wohnsitz. Ein Blitzschlag zerstörte 1288 den Großteil der Burganlage. Damit einher geht die erste schriftliche Erwähnung als Castrum quod dictur der Stein. Die Burg wurde nach diesem Ereignis wieder aufgebaut. (1298) erbte Anselm II. Von Rappoltstein die Burg. Dieser tauschte sie 1304 gegen den Stammsitz der Herren von Giersberg nahe Sulzbach-les-Bains im Münstertal. Von nun an hieß die Burg auf dem Felsen Burg Giersberg. Am 11. Juni 1422 endete die Herrschaft der Giersberger. Maxim I., Smaßmann von Rappoltstein, belagerte die Burg zusammen mit Graf Hans von Lupfen, nahm sie ein und setzte sie in Brand. Hans von Giersberg, gegen den sich ihr Zorn gerichtet hatte, wurde während des Gefechtes erschossen. Da dieser keine Kinder hatte, fiel die Burg zurück an die Herren von Rappoltstein. Ab 1458 ließen sie die Anlage durch einen Vogt verwalten. Die Burg wurde nun umfassend erneuert. Der Bergfried und der romanische Wohnbau wurden aufgestockt und die ganze Kernburg vergrößert. Bis anfangs des 16. Jahrhunderts war die Burg noch bewohnt. Doch dann verließen die Bewohner die Anlage. Sie begann langsam zu verfallen. Die Ruine liegt in Sichtweite zur Burg Hoh-Rappoltstein und der Ulrichsburg. Sie ist die kleinste der 3 Burgen von Ribeauvillé. Die Reste der Kernburg thronen auf einem senkrecht aufragenden Granitfelsen und sind nur durch eine nicht ungefährliche Kletterpartie zu erreichen. Wer das Wagnis auf sich nimmt, kann die Ruinen des 5-eckigen Bergfrieds, eines halbrunden Turmes und des einstigen Wohnbaus in Augenschein nehmen. Darüber hinaus ist die Aussicht auf das Umland atemberaubend. Unterhalb der Kernburg liegt die Vorburg. Von dieser sind noch Teile der Ringmauer und das spätgotische Burgtor erhalten. Während der 1990er Jahre fanden umfassende Restaurierungsarbeiten statt, um die Ruinen zu sichern. Wie es sich für eine Burg gehört, gibt es natürlich auch eine Sage. 2 Brüder, welche die Herren der Burg Giersberg und der Ulrichsburg waren, verabredeten sich zur Jagd. Sie vereinbarten, dass derjenige, welcher zuerst aufwacht, den anderen durch einen Schuss mit der Armbrust an dessen Fensterladen aufwecken solle. Als der Besitzer der Ulrichsburg am darauffolgenden Morgen aus dem Bett stieg, machte er sich sogleich bereit, um mit der Armbrust zur Burg Giersberg zu schießen. Doch genau in dem Moment, als er seinen eigenen Fensterladen öffnete, schwirrte der Pfeil seines Bruders heran, welcher noch früher aufgestanden war, und durchbohrte ihm das Herz.